I am on the very end of almost 2 weeks here in Germany. Ich befinde mich am Ende einer fast zweiwöchigen Zeit hier in Deutschland. And, is it coming? It's coming. And I work for an organization called Answers in Genesis. Ich arbeite für eine Organisation, die sich nennt Antworten aus der Genesis, aus dem Anfang. And we're a Christian organization in the United States located near Cincinnati, Ohio. Das ist eine christliche Organisation aus den Vereinigten Staaten und zwar befindet sie sich in Cincinnati, Ohio. And I'm one of the full-time speakers. Ich bin einer der Vollzeitredner dieser Organisation. And we speak in churches and schools and universities talking about this whole question of origins. Wir sprechen in Schulen, an Universitäten, in Kirchen und es geht immer um diese Frage des Ursprungs. And we have also built a world-famous creation museum. Und wir haben auch ein weltweit bekanntes Schöpfungsmuseum gebaut. Located on 20 hectare. Auf einem 20 Hektar großen Grund. With beautiful gardens, with waterfalls and bridges. Mit schönen Gärten, Wasserfällen, Brücken. We have a petting zoo. Ein Streichelzoo. And zip lines. Und sogar eine Seilrutsche. And in our 6,500 square meter museum, und in unserem 6.500 Quadratmeter großen Museum, we have animatronic dinosaurs and people. Da haben wir Dinos, die animiert sind. We have one of the best Allosaurus fossils in the world. Wir haben eines der besten Fossilien eines Allosaurus bei uns. With 97% of the skull and 50% of the body. Und 97% des Schädels, and how many percent of the body? 50. Und 50% des Körpers sind Originalknochen. We've also built a replica, 1% of Noah's Ark, built to scale. Und wir haben die Arche Noahs zu einem Prozent nachgebaut, im Maßstab nachgebaut. The largest room deals with geology and Noah's flood, answering people's questions. Und der größte Raum dort geht es um Geologie, um die Sintflut und dort versucht man die Fragen der Menschen zu beantworten. And we have a very modern planetarium. Und es gibt ein sehr modernes Planetarium dort. And an amazing insect collection. Und eine große Sammlung von Insekten. And since we opened in 2007, und seit wir geöffnet haben im Jahr 2007, we've had over 3.5 million visitors from all over the world. Haben wir bereits 3,5 Millionen Besucher von der ganzen Welt bei uns zu Gast gehabt. Not just Christians, also skeptics. Nicht nur Christen, sondern auch Skeptiker. And here they hear something and see something that they don't see in most natural history museums. Und bei uns sehen sie etwas, was sie sonst in den meisten naturalistischen Geschichtsmuseen nicht zu sehen bekommen. We don't simply present what the Bible has to say about origins. Wir stellen aber nicht nur das dar, was die Bibel über den Ursprung zu sagen hat. But we present also what the evolutionists say. Sondern es geht uns darum, auch das darzustellen, was die Evolutionisten sagen. And encourage people to think for themselves. Und wir versuchen Menschen dazu zu ermutigen, für sich selbst zu denken und einen Schluss zu ziehen. We also have an amazing bookstore with lots of books and DVDs for people to explore these issues further. Und wir haben einen großen Bücherladen mit DVDs und Büchern und anderen Artikeln, damit Menschen sich selber weiter damit beschäftigen können. In 2016 we opened our next attraction. Im Jahr 2016 haben wir eine weitere Attraktion eröffnet. We built Noah's Ark. Und das war die Arche Noah, die wir And nachgebaut haben. we built it to the dimensions given in the Bible. Und zwar haben wir sie genau nach den Dimensionen nachgebaut, wie sie in der Bibel gegeben werden. Which is about 1.5 football fields long. Das heißt ungefähr 1,5 Fußballfelder lang. About 1/2 football field wide. Ungefähr ein halbes Fußballfeld breit. And 4 stories tall. Und 4 Stockwerke hoch. And it's built almost completely out of wood. Und es ist fast ausschließlich aus Holz gebaut. And we have a lot of exhibits. Und dann haben wir Ausstellungen, to answer people's questions. Um die Fragen der Menschen zu beantworten. And to show how Noah and his family might have lived. Und um darzustellen, wie Noah und seine Familie vielleicht gelebt haben. And how they cared for the animals. Wie sie sich um die Tiere gekümmert haben.
And we answer questions like how many animals were in the ark? Und wir versuchen so Fragen zu beantworten wie viele Personen, wie viele Tiere waren denn überhaupt in der Arche? How did 8 people feed and care for all those animals? Wie konnten sich 8 Personen um all diese Tiere kümmern und sie füttern? How did they get fresh air, fresh water? Wo kam frische Luft und frisches Wasser her? And the really important question, Und die ganz wichtige Frage, what did they do with all the animal manure? was haben sie mit dem ganzen Mist gemacht? There are things for people of all ages. Und es gibt natürlich Sachen für Leute in jedem Alter. We have an Ararat zoo. What? Ararat, where the ark landed. It's called the Ararat Zoo. Aha, ein Ararat-Zoo haben wir dort. And you can ride some of the animals. Und man kann sogar auf manchen der Tiere reiten. So if you come to the United States, Wenn du also die Vereinigten Staaten besuchen möchtest, I would encourage you not to waste your money at Disney World. ich würde dich dazu ermutigen, dein Geld nicht zu verschwenden, indem du ins Disneyland gehst. And come and see the museum and the ark. Komme vielleicht besser und besuche dieses Museum und die Arche. Well, tonight we want to look at the origin of species. Was Darwin right? Ja, heute Abend wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, der Ursprung der Arten. Hatte Darwin recht? And I want to begin with a quote by the most famous evolutionist in the English-speaking world. Und ich möchte mit dem Zitat eines der bekanntesten Evolutionisten in der englischsprachigen Welt beginnen. His name is Richard Dawkins from Oxford. Sein Name ist Richard Dawkins von Oxford. Falls man jemanden trifft, der nicht an die Evolution glaubt, kann man mit absoluter Sicherheit sagen, diese Person ist entweder unwissend, dumm oder geisteskrank oder boshaft, aber daran will ich jetzt nicht denken. Well, I freely admit as a Christian that I'm wicked. Als Christ gebe ich das ganz ehrlich zu, ich bin boshaft. Saved by the grace of Jesus Christ. Aber trotzdem errettet durch die Gnade Jesu Christi. But I let my audiences decide whether I'm ignorant, stupid, or insane. Aber ich lasse Sie als meine Zuhörer heute selbst entscheiden, ob ich unwissend, dumm oder vielleicht sogar geisteskrank bin. But I would point out Aber ich würde eines deutlich machen. that this is name calling. Das ist Rufmord. And name calling is not a substitute for reasoned argument. Und Rufmord ist im Prinzip nicht ein Werkzeug für gründliches Arbeiten. But this is typical of how evolutionists speak about Das creationists. ist aber eine typische Art, in der Evolutionisten über Kreationisten sprechen. But the evolutionary view is represented by what they call the evolution tree of life. Die Sicht der Evolutionisten ist dargestellt durch das, was sie nennen, den Lebensbaum der Evolution. And the branches are the different plants and animals and people. Die Zweige symbolisieren die unterschiedlichen Tiere und Pflanzen und Menschen. And they're all descended from a common ancestor. Und sie stammen alle von einem gemeinsamen Stamm ab, oder einem gemeinsamen Vorfahren. The first single-celled creature, Und das war die erste einzellige Kreatur, which came into existence by chance in the primordial oceans die durch Zufall entstanden ist in den Urmeeren, about 3.5 billion years ago. ungefähr 3,5 Milliarden Jahre zurückliegend. So I like to call this theory the theory of from the microbe to the microbiologist. Ich würde diese Theorie bezeichnen von der Mikrobe zu dem Mikrobiologen, zu dem Biologen, der sich mit der Mikrobe beschäftigt. Because evolutionists believe that your great-great-great-great-great-great-great-great-grandfather Denn Evolutionisten behaupten, dein Groß, und ich müsste so oft wiederholen wie er, Vater, is a little tiny bacterium. das war ein kleines Bakterium. That worldview, that view of the origin and history of life, Diese Sicht über den Ursprung des Lebens is based on 2 assumptions that control science today. beruht auf 2 Annahmen, die die Wissenschaft heutzutage kontrollieren. They're the assumptions of naturalism. Und das sind die Annahmen die naturalistischen Annahmen. And the first assumption is that nature or matter is all that exists. Und die erste Annahme ist, alles ist Materie. Not every scientist believes that, Nicht jeder Wissenschaftler glaubt das, but most scientists do their scientific work
as if that's true. Aber die meisten Wissenschaftler betreiben ihre wissenschaftliche Arbeit, als wäre das wahr. So they might believe in God on Sunday or Saturday or whenever they read their religious holy book. Also sie mögen vielleicht Sonntag und auch Samstag an Gott glauben, wann immer sie irgendwelche religiösen Bücher lesen. But when they do their science, Aber wenn sie Wissenschaft betreiben, they do it as if nature or matter is all that exists. dann tun sie es, als würde alles, was besteht, Materie sein. The second assumption controlling science today Und die zweite Annahme, die die Wissenschaft heute bestimmt, is that everything can and must be explained ist, dass alles kann und muss erklärbar sein by time and chance and the laws of nature, durch Zeit, Zufall und Naturgesetze, working on matter. die an der Materie wirken. If you have those three things, Wenn du diese drei Dinge hast, time, Zeit enough of it, und genug davon, millions and millions of years, viele von Millionen Jahren, chance, Zufall and the laws of nature, the laws of physics and chemistry, und die Naturgesetze, die Gesetze der Physik und der Chemie, you can explain the origin of plants and animals. dann kannst du den Ursprung von Pflanzen und Tieren erklären. You can explain the origin of man, Du kannst sogar den Ursprung des Menschen the erklären. origin of language, Du kannst den Ursprung der Sprache erklären. the origin of the earth, Du kannst den Ursprung der Erde erklären. the origin of the solar system, the origin of stars and galaxies. Den Ursprung des Sonnensystems, den Ursprung von Galaxien und Sternen. You just need enough time, chance, and the laws of nature. Du brauchst nur genug Zeit, Zufall und Naturgesetze. Now, philosophers call those the assumptions of naturalism, Philosophen nennen das die Annahmen, die naturalistischen Annahmen. but they're also the assumptions of atheism. Aber es sind auch die Grundannahmen des Atheismus. And atheism controls science today. Und Atheismus bestimmt heutzutage die Wissenschaft. Not every scientist is an atheist, Nicht jeder Wissenschaftler ist ein Atheist. but most scientists do their work as if atheism is true. Aber die meisten Wissenschaftler arbeiten, als wäre Atheismus wahr. But there's a small and growing number of scientists who reject that worldview. Aber es gibt eine kleine, aber wachsende Anzahl von Wissenschaftlern, die dieses Weltbild verneint. And they hold to a biblical worldview. Und sie halten an einem biblischen Weltbild fest. And there's two basic assumptions guiding their thinking. Und es gibt zwei Grundannahmen, die grundlegend sind für ihr Weltbild. The first is that there is an eternal, good, all-powerful, all-knowing, holy God, and He made everything else. Die erste Grundannahme, es gibt einen ewigen, guten, allwissenden, allmächtigen, heiligen Gott und alles andere hat er geschaffen. And that God is not silent. Und dieser Gott schweigt nicht. He has spoken. Er hat geredet. And He has spoken through one book, Und er hat durch ein Buch geredet. the Bible. Das ist die Bibel. And the Bible is God's absolutely truthful eyewitness testimony Und die Bibel ist Gottes völlig zuverlässiges Augenzeugenbekenntnis. and it explains the key or important events in history Und es erklärt die wichtigsten Ereignisse der Geschichte, so that we can understand correctly the evidence from the creation and history of the world. damit wir die Funde vom Ursprung und dem Verlauf der Schöpfung richtig deuten können. And when we open up the Bible, we read about the account of creation in Genesis 1. Wenn wir die Bibel öffnen, dann finden wir den Bericht der Erschaffung in 1. Mose. And there we see a phrase that appears 10 times. Und dort gibt es eine Aussage, die wir 10-mal finden. It says on the third day that God created the plants after their kind. Das heißt dort von dem dritten Schöpfungstag, die Pflanzen oder die Früchte wurden erschaffen nach seiner Art. And then on day 5, God created the sea creatures and the birds after their kind. Und dann am 5. Tag, da schuf Gott die Meerestiere und die Vögel, und das heißt auch wieder nach ihrer Art. And on day 6, God created the land animals and the people after their kind. Und auch am 6. Tag die auf dem Land lebenden Tiere und die Menschen nach ihrer Art. So the Bible says God supernaturally created different kinds of creatures. Die Bibel sagt also, dass Gott auf übernatürliche Art verschiedene Arten von Kreaturen geschaffen hat. And it's clear that this was supernatural creation.
Und es ist deutlich, das ist übernatürliche Schöpfung. Because this chapter also explains how other creatures will come into existence. Denn dieses Buch erklärt auch, wie danach lebende Geschöpfe natürlich entstehen. So God made the first apple tree kind, Gott machte also, wir können sagen, den ersten Apfelbaum. and the next generation will come through the seed in the fruit. Aber die nächste Generation vom Baum würde entstehen durch den Samen von dieser Frucht, die er geschaffen hat. And likewise, the sea creatures were to reproduce by natural procreation. Genauso sollten auch die Meerestiere sich reproduzieren, ganz natürlich. And the same on day 6. Und das gleiche auch am 6. Tag. So, two different ways of looking at the history and origin of life. Es gibt also zwei grundlegende Arten, sich die Geschichte und den Ursprung des Lebens anzuschauen. Now, if you've been in a biology class, wenn du in der Schule Biologie, den Biologieunterricht besucht hast, you see charts like this. Dann sieht man folgende Diagramme. The classification of living creatures. Und das ist die Klassifizierung der lebenden Wesen. Which was developed by the Swedish scientist Carl Linnaeus. Und das wurde durch einen schwedischen Wissenschaftler Carl Linnaeus, who, by the way, was a creationist. Durch ihn, der an die Schöpfung glaubte, erstellt. And in the German Bible, it says, after their kind, using the same word, art. Wir haben gerade gelesen, in der deutschen Bibel heißt es, nach ihrer Art. Und das ist genau das, was wir hier ganz unten finden. But that word, art, in the Bible is a translation of a Hebrew word. Aber dieses Wort nach seiner Art ist eine Übersetzung aus der hebräischen Bibel. Min. Min. And creation scientists believe there are good scientific reasons. Und die schöpfungsgläubigen Wissenschaftler glauben, dass es dafür einen sehr guten Grund gibt. That the biblical kind is not equivalent to the modern classification of what we say in English, species. Und zwar, es gibt einen guten Grund dafür, dass das biblische Wort nicht identisch ist mit dem, was in diesem Diagramm ganz unten steht, mit der Art. But that the biblical kind, in most cases, is at the level of what we call family. Aber das, was in der Bibel benutzt wird an Begriff, ist eigentlich mehr dem zuzuschreiben, was wir dieser Ebene der Familie zuschreiben würden. So you can have many species within a biblical kind. Du kannst also innerhalb dieser Art, von der die Bibel spricht, sehr verschiedene andere Grundtypen haben oder Spezien haben. And German creationists have decided to use the word Grundtyp for this classification. Und deswegen haben deutsche Kreationisten sich dafür entschlossen, das Wort Grundtyp zu nehmen. So God created different kinds or Grundtypen of animals and plants. Gott hat also verschiedene Grundtypen von Tieren und Pflanzen geschaffen. And so these two birds are in a different genus or Gattung. Ja, diese beiden Vögel, die wir hier finden, kommen aus einer unterschiedlichen Gattung. But they can reproduce. Und trotzdem können sie miteinander Nachkommen zeugen. And these two creatures are from two different genuses. Auch diese beiden Tiere kommen aus einer unterschiedlichen Gattung. But they can reproduce offspring together. Und trotzdem sind sie fruchtbar. So Darwin wrote his book, The Origin of Species. Als Darwin sein Buch geschrieben hat, Der Ursprung der Arten, and he argued that species change. Und er hatte gesagt, dass die Spezien sich ändern. Ist das das richtige Wort, Spezien? And he argued against a view that the species were the same in his day as they were at the beginning of creation. Und sein Argument war, dass die Spezien die gleichen gewesen waren wie zum Anfang der Zeit. He argued that the species at his time are the same. No, he was arguing against that view. Er argumentierte gegen die Sicht, dass die Spezien zu seiner Zeit die gleichen gewesen sind wie die am Anfang.
But he was not arguing against what the Bible actually teaches. Aber er hat nicht gegen das argumentiert, was die Bibel lehrt. So on day 6, God did not make any of those people. Am Tag 6 hat Gott nicht alle dieser Menschen gemacht. He made 2 people, Er hat 2 gemacht, Adam and Eve. Adam und Eva. And now we know that in the genetic code of his DNA, Und wir wissen, dass in dem genetischen Code der DNS was all the genetic information to make really dark skin, really light skin, da war bereits die ganze genetische Information, um dunkelhäutige und hellhäutige Personen zu machen. and black hair and blonde hair and brown hair, Mit schwarzen Haaren oder blonden Haaren und braunen Haaren. and blue eyes and green eyes and brown eyes. Mit blauen, grünen und grauen Augen. On day 6, God did not make any of those dogs. Gott hat am 6. Tag nicht alle dieser Tiere gemacht. He made the dog kind. Aber er hat den Grundtyp Hund geschaffen. And in the genetic code of those first dogs Und in dem genetischen Code dieser ersten Hunde was all the genetic information to produce all that variety of wild and domestic dogs. da war bereits die genetische Information für alle wilden oder auch gezähmten Hunde zu machen. He created the chicken kind. Und er hat hier diese Darsteller von Chicken Run als Grundtyp gemacht. And the dove kind. Oder den Grundtyp Taube. And the animal kind. Und The cat kind. ja, den Grundtyp Katze. He didn't make each of those varieties of cats on day 6. Er hatte nicht jede Katze in ihrer Vielfalt am Tag 6 gemacht, He made the cat kind. aber er hat den Grundtyp Katze gemacht. And in the genetic code of those first cats was all the information to produce all that diversity. Und in dem genetischen Code der einzelnen Katze ist die ganze Information für das drin gewesen, was nachher die Vielfalt bestimmt. He created the elephant kind to eventually produce the mastodon, the woolly mammoth, the Asian elephant, the African elephant. Er hat den Grundtyp Elefanten erschaffen, in dem die Information für all die gerade genannten Elefanten drin war. He created the alligator kind Genauso hat er den Grundtyp Alligator geschaffen and the horse kind oder Grundtyp Pferd, to eventually make big horses, small horses, um später große und auch kleine Pferde zu haben. striped horses, Welche mit Streifen and partially striped und horses. welche, die nur halb gestreift sind. And he produced tremendous variety within the different kinds of plants. Und genauso auch bei den Pflanzen, dort gibt es eine große Vielfalt. But then in Genesis we read in the 6th chapter about Noah's flood. In Kapitel 6 in 1. Mose lesen wir von der Flut. And there we see that same word. Und da sehen wir genau das gleiche Wort wieder. Noah was told to take 2 of every kind, or groomtip, Es onto wurde the ark. Noah gesagt, dass er 2 von jedem Grundtyp mit in die Arche nehmen sollte. Not 2 of every species, according to the modern definition of species, Er sollte nicht 2 aus jeder vielfältigen vorhandenen Spezie nehmen, but 2 of every kind. sondern nur 2 von jedem Grundtyp. So he didn't take 2 German Shepherds, 2 poodles, 2 collies, Also er hatte nicht 2 Schäferhunde und 2 Pudels und 2 Collies mit auf die Arche genommen, he took 2 dogs. aber er hat 2 Hunde mitgenommen. And he didn't take all the different varieties of cats, Und er hat nicht die ganze Vielfalt von Katzen dabei gehabt, he took 2 cats. aber er hatte 2 Katzen dabei. And so from this, we make what I call the creation forest of life. Und deswegen können wir daraus das ziehen, was ich den Lebenswald der Schöpfung nenne. Each tree is a different kind of creature. Jeder Baum stellt ein unterschiedliches Geschöpf dar. So this is the dog kind. Das ist zum Beispiel der Grundtyp Hund. That's the cat kind. Das ist der Grundtyp Katze. The elephant kind. Oder der Grundtyp Elefant. The chicken kind. Grundtyp Huhn. And so on. Und so weiter. And in the 1600 years leading to Noah's flood, Und in den 1600 Jahren, die zur Flut geführt haben, Noahs Flut, those creatures produced variety within their kind, da haben innerhalb dieses Grundtyps sind weitere Spezien entstanden. but one kind didn't change into a different kind. Sorry, One kind didn't change into a different kind. aber eine Art hat sich nicht in eine andere, also ein Grundtyp ist nicht zu einem neuen Grundtypen geworden. And then Noah took 2 of every kind of land animal and bird on the ark.
Und dann nahm er von jedem Grundtypen, ob jetzt am Land lebende Tiere oder andere, mit auf die Arche. And they came off the ark and produced more variety within their kind. Und nachdem sie die Arche verlassen hatten, haben sie wieder innerhalb ihrer Art eine größere Vielfalt gezeugt. But the trees stayed distinct in the forest. Aber die Bäume blieben weiter separat voneinander stehen im Wald. So two different views for the history and the origin and history of life. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Arten in Bezug auf den Ursprung des Lebens. The evolution tree of life and the creation forest of life. Es gibt den Lebensbaum der Evolution und den Lebenswald der Schöpfung. And those really are the only two options. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Optionen, die es gibt. Either everything is related to a common ancestor or it's not. Entweder alles kommt von einem gemeinsamen Vorfahren oder nicht. Some people try to combine those two ideas. Manche versuchen beide Ideen miteinander zu verbinden. But it really doesn't work if you pay careful attention to what the Bible says. Aber wenn man sich ganz aufmerksam auf das konzentriert, was die Bibel sagt, dann funktioniert das nicht. Now, we need to understand that all of the scientists, whether they're evolutionists or creationists, Wir müssen verstehen, dass alle Wissenschaftler, ob sie jetzt an die Schöpfung glauben oder an die Evolution, they have the same facts. sie haben die gleichen Fakten. They have the same living creatures, Sie haben beide die gleichen lebenden the Kreaturen, same fossils, die gleichen Fossilien, the same DNA to study. die gleiche DNS, die es gilt zu studieren. But they have different starting assumptions Aber sie gehen von unterschiedlichen Grundannahmen aus, by which they interpret those things durch die sie das interpretieren, was sie finden, in order to reconstruct the unobserved past. um dann die Vergangenheit, die vor unserer Zeit nicht beobachtbar ist, zu interpretieren. And most scientists start with naturalistic assumptions. Und die meisten Wissenschaftler starten mit der Grundannahme des Naturalismus. We can explain the origin of all these creatures Wir können den Ursprung all dieser Wesen erklären, by time and chance and the laws of nature. durch Zeit und Zufall und Naturgesetze. And Darwin was using those assumptions in his theory of evolution. Und Darwin hatte genau diese Grundannahmen in seiner Evolutionstheorie mit einbezogen. But creation scientists who look at the very same creatures, living creatures, fossils, and DNA, Aber kreationistische Wissenschaftler, die sich genau die gleichen Dinge heute anschauen, they start with biblical assumptions. sie gehen von biblischer Grundannahme aus. And they see all kinds of evidence for creation. Und sie sehen sehr viele Hinweise für Schöpfung. So we want to look at this question. Und diese Frage möchten wir uns jetzt genauer anschauen. But I first need to define the word evolution. Aber zuerst muss ich das Wort Evolution definieren. Because evolutionists are very good at confusing us. Denn Evolutionisten sind sehr gut dabei, uns durcheinander zu bringen. They will often say, Sie werden sehr oft sagen, evolution is change. Evolution ist Veränderung. Well, it is change, Das stimmt, das ist Veränderung. but it's a certain kind of change. Aber es ist eine ganz bestimmte Art von Änderung. I'm changing, Ich verändere mich. but I don't look exactly like I did when I was 18 years old. Ich sehe nicht mehr so aus, wie ich aussah, als ich 18 Jahre gewesen bin. But I am not evolving. Aber ich entwickle mich nicht. I am not becoming Superman. Ich werde nicht langsam zum Superman. I'm not going up. Es geht bei mir nicht bergauf. I'm going down. Es geht bei mir bergab. So that's not evolution. Das ist also nicht Evolution, dass ich mich verändere. Evolution is a certain kind of change. Evolution ist eine ganz besondere Art von Änderung. I call it vertical change. Und ich würde das vertikale Änderung nennen. From one kind of creature into a completely different kind of creature. Von einem Grundtyp Geschöpf hin zu einem ganz neuen Grundtyp. The first creatures were single-celled creatures. Die ersten Kreaturen waren einzellige Kreaturen. And over a billion years of reproduction and mutation and natural selection, Und nach mehreren Milliarden von Jahren von Selektion und Mutation und Veränderung, one of those bacterium, by chance, became the first multicelled creature. ist irgendwann durch Zufall ein Einzeller zu einem Mehrzeller geworden. And then after hundreds of millions of years, Und nach sehr vielen Hunderten von Millionen Jahren, eventually the first fish came into existence. da gab es plötzlich den ersten Fisch.
And then millions of years later, one of those fish walked onto the land and became the first amphibian. Millionen von Jahren später ist irgendwann dieser Fisch auf das Land gelaufen und ist zum ersten Amphibium geworden. And amphibians eventually led to the first reptile. Und aus den Amphibien wurden dann die ersten Reptilien. Reptiles evolved into birds and mammals. Die Reptilien entwickelten sich weiter hin zu Vögeln und zu Säugetieren. And eventually one of those mammals became the first human. Und irgendwann wurde eines dieser Säugetiere zu dem ersten Menschen. Now creationists believe in change. Die Kreationisten glauben auch an Veränderung. But we believe in horizontal change. Aber wir glauben an eine horizontale Art der Änderung. So God supernaturally created different kinds of creatures. Gott hat also übernatürlich unterschiedliche Grundtypen geschaffen. He built into their genetic code the ability to produce variety within their kind. Und er hat in ihren Code bereits die Fähigkeit hineingelegt, dass sie eine Vielfalt hervorbringen können. But not to change into a different kind. Aber nicht um eine ganz andere Art überzuwechseln. But here's the problem. Aber hier sehen wir das Problem. Evolutionists are constantly giving us examples of variation within a kind. Evolutionisten geben uns immer Beispiele über Vervielfältigung, Variationen innerhalb eines Grundtypen. And they say, see, that's evolution. Und dann sagen sie, schau, das ist Evolution. No, that's not evolution. Aber das ist nicht Evolution. That's creation. Das ist Schöpfung. This is evolution. Das ist Evolution. And I want to submit to you tonight Und ich muss heute Abend zugeben, that not only is that view contrary to the Bible, dass diese Sichtweise nicht nur der Bibel widerspricht, it's contrary to real science. es widerspricht eigentlich auch der wirklichen Wissenschaft. I want to begin with an article in 2005 Ich möchte beginnen mit einem Artikel aus dem Jahr 2005 in a very popular science magazine in America. in einem sehr verbreiteten, bekannten wissenschaftlichen Journal aus Amerika. And the cover article was Testing Darwin. Und auf dem Titelblatt stand Darwin testen. And they said, Und sie sagten Folgendes: Wissenschaftler der Michigan State University belegen, dass Evolution funktioniert. and you open up the article, Und dann öffnest du diesen Artikel and they have a full page of these creatures. und dann gibt es da eine ganze Seite mit genau diesen Kreaturen. And they say, Und sie sagen, Darwin nannte die Vielfalt der Hunde als Beispiel für beschleunigte Evolution. now what are all those creatures? Was sind all diese Geschöpfe? Dogs. Hunde. Dogs changing into dogs is not evolution. Ein Hund, der sich ändert hin zu einem anderen Hundetyp, das ist nicht Evolution. That's just dogs. Das ist einfach nur Hund. I want to know, where did the first dog come from? Ich möchte wissen, wo der erste Hund herkam. How do you get a dog from a creature that's not a dog? Wie bekommst du, entsteht ein Hund aus einer Kreatur, die kein Hund ist? They don't answer that question. Aber diese Frage wird nicht beantwortet. You go to the next page, Dann gehen wir zur nächsten Seite and they have pictures of these birds. und dort gibt es Bilder von diesen Vögeln. They're called Darwin's finches. Und das sind die Darwins-Finken. And Darwin studied these on the Galapagos Islands off the west coast of Ecuador. Auf den Galapagos-Inseln vor der Westküste von Ecuador hat Darwin diese Finken studiert. And Darwin noted that they were different colors, Und Darwin hat festgestellt, dass es unterschiedliche Farben gibt and they had different sized beaks. und dass sie unterschiedlich große Schnabel haben. And this article said, Und dieser Artikel sagt Folgendes: Finken spielten eine zentrale Rolle in Darwins Überlegungen zur Evolution durch natürliche Selektion. but what are all these creatures? Aber was sind all diese Geschöpfe? Finches. Finken. Finches changing into finches is not evolution. Ein Finke, der sich verändert zu einem anderen Finke, ist keine Evolution. Now, some of those finches have bigger beaks than others, Manche dieser Finken hatten größere Schnäbel als andere. but I have been doing scientific observations tonight, Aber wir haben uns gerade mit wissenschaftlichen Beobachtungen beschäftigt. and I've noticed that some of you have bigger beaks than others. Ich habe wissenschaftliche Beobachtungen angestellt und habe festgestellt, dass manche von euch größere oder kleinere Schnäbel haben als andere. And so I've been wondering where you are on the evolutionary tree. Und ich frage mich gerade, wo ihr euch innerhalb dieses evolutionistischen Lebensbaumes befindet. No, this is ridiculous. Das ist ja Irrsinn. These birds are only about this big. Diese Vögel sind ja nur so klein. This is not evolution.
Das ist nicht Evolution. But now you have another misleading connection here. Aber jetzt haben wir eine andere Verbindung, die in die falsche Richtung führt. They say through the evolution through natural selection. Und zwar ist die Rede von Evolution durch natürliche Selektion. So if they can convince you that natural selection is true, wenn Evolutionisten dich also überzeugen können, dass natürliche Selektion stimmt, they've proven evolution. dann können sie Evolution beweisen. I'm going to show you that natural selection is not evolution. Und ich werde euch zeigen, dass natürliche Selektion, natürliche Auswahl nicht Evolution ist. It's actually the opposite of evolution. Das ist eigentlich sogar das Gegenteil von Evolution, von sich hochentwickeln. So let's consider first the fossil record. Lasst uns zuallererst uns mit dem fossilen Befund beschäftigen. And the fossils are found in the rocks of the earth. Die Fossilien befinden sich in den Felsschichten der Erde. Like we see beautifully in the Grand Canyon in the United States. So wie wir es sehr schön sehen können im Grand Canyon in den Vereinigten Staaten. But there are rock layers like that on every continent. Aber diese Art von Felsschichten, Gesteinsschichten gibt es auf jedem Kontinent. And the evolutionists picture that fossil record with charts like this. Und Evolutionisten stellen den Befund in diesen Gesteinsschichten durch Diagramme wie diesem hier dar. Which indicates that we start with simple bottom-dwelling sea creatures. Und das deutet an, dass wir anfangen mit ganz einfachen Großtypen oder mit ganz einfachen Tieren. And then they evolve eventually into fish and amphibians. Die sich dann irgendwann entwickeln hin zu einem Fisch oder zu Amphibien. And later into reptiles, birds, mammals and people. Und dann zu Reptilien oder zu Säugetieren oder zu Menschen. This is a chart from Scientific American, a leading science magazine. Und dieses Diagramm ist einem führenden wissenschaftlichen Magazin aus den USA entnommen. The Evolution of Mammals. Die Evolution der Säugetiere. And you see up at the top, ganz oben siehst du land mammals, swimming mammals and flying mammals. Säugetiere, die auf dem Land zu Hause sind, in der Luft oder im Wasser. And the dotted blue lines und diese blauen Strichpunktlinien are showing how all these different kinds of mammals are related to a common ancestor. Zeigen, wie diese unterschiedlichen Säugetiere alle mit einem gemeinsamen Vorfahren verbunden sind. Sometimes they have a name and a picture. Und manches Mal findet man ein Bild und einen Namen. Sometimes no name and no picture. Und manches Mal finden wir weder Bild noch Namen. And they don't know what the first mammal was. Und auch von dem ersten Säugetier weiß man nicht, wie es aussah. Well, my question is this. Meine Frage ist folgende. Do they have fossil evidence for those dotted blue lines? Gibt es Hinweise aus dem Fossilbefund dafür, dass man diese Linien entstehen lassen kann? The article doesn't tell you. Darauf geht der Artikel nicht ein. And so I call as my expert witness. Und deswegen nehme ich als einen Sachverständigen, dessen Aussage ich hier zitiere, Dr. Stephen J. Gould, one of America's greatest evolutionists. Dr. Stephen J. Gould, einen der größten Wissenschaftler Amerikas. Professor of Geology and Paläontology at Harvard University until his death a few years ago. Bis zu seinem Tod vor wenigen Jahren war er auf der Harvard-Universität Professor für Geologie und Paläontologie. And he said this. Und er hat Folgendes gesagt. Die große Seltenheit der Übergangsarten im Fossilbericht bleibt weiterhin ein Betriebsgeheimnis der Paläontologie. Die Lebensbäume der Evolution, die unsere Lehrbücher zieren, haben nur Angaben an den Enden und Knoten ihrer Zweige. Der Rest basiert auf Schlussfolgerungen, so vernünftig sie auch sein mögen, und nicht auf Beweisstücken aus fossilen Funden. There's a typo that was really in 1977. Das ist im Jahr 1997 erschienen. But he said, we don't have transitional forms in the fossils. Er sagt, wir haben aufgrund der Fossilfunde keine Übergangsform. To show how one kind of creature changed into a different kind of creature. Um zeigen zu können, dass eine Art von Geschöpf hin zu etwas anderem sich entwickelt hat. And this led him and others to reject the slow, gradual evolution theory. Und das führte ihn und andere dahin,
diese Theorie zu verwerfen, dass es eine langsame Änderung gab. And advocated a theory that evolution happened rapidly in small populations. Das führte dahin, dass er und andere sich einsetzen für die neue Theorie, nämlich dass Evolution Rapidly in small populations. Also sie entstand schnell, plötzlich erscheinend in kleineren Mengen. And that's why we don't have the fossil evidence, he said. Und er sagt, das ist der Grund dafür, dass wir keine fossilen Funde dafür haben. Well, that was 1977. Das war 1997. And some might say, well, that was a long time ago. Manche mögen sagen, das ist aber schon ziemlich lange her. Surely they have the fossil evidence now. Wahrscheinlich haben sie jetzt die feste Annahme aufgrund von fossilen Funden. But they didn't in 2001. 2001 war es noch nicht so weit. When Ernst Mayr, America's greatest evolutionist at Harvard University, Als Ernst May, einer der großen Evolutionisten auf der Harvard-Universität, Folgendes sagte. who said this, Er sagte Folgendes: In Anbetracht der Evolution könnte man eine allmähliche, beständige Änderung im Fossilbericht erwarten, von den Ahnenformen bis zu den Nachkommen. Aber die Paläontologen finden so etwas nicht vor. Stattdessen finden sie in nahezu jeder phylletischen Abfolge Lücken. Die Entdeckung einer lückenlosen Abfolge einer Art, die allmählich zu der Nachkommenart wechselt, ist sehr selten. so I go back to that chart in the magazine, Deswegen gehen wir jetzt zurück zu diesem Diagramm aus dieser Zeitschrift. and I erased the dotted blue lines Und was ich gemacht habe, ich habe die blauen Strichpunktlinien entfernt. because Dr. Gould and Dr. Mayr said we don't really have fossil evidence for that. Denn Dr. Gould und Dr. Mayr sagen, wir haben aufgrund des Fossilbefundes keine Hinweise dafür. But we've got to do something else to this diagram, Aber wir müssen an diesem Diagramm noch etwas anderes ändern. because the blue bars are not in the fossil record. Diese blauen Balken, die wir hier finden, die finden wir nicht in dem Fossilbericht. It's the creatures up at the top that are in the fossil record. Das, was wir im Fossilbericht finden, sind die Kreaturen, die wir ganz oben finden. And as far down in the earth as we find a kangaroo, Und egal wie tief unten wir ein Känguru finden, guess what it looks like? was vermutest du, wie sieht es aus? 100% kangaroo. 100% Känguru. As far down in the fossil record as we find a bat, Egal wie weit unten im Fossilbericht wir eine Fledermaus finden, guess what it looks like? was denkst du, wie sieht es aus? 100% bat. Es sieht 100% nach einer Fledermaus aus. So it's very misleading to bend those blue bars towards the middle. Es ist also ziemlich verführend, wenn man diese unteren Ende dieser blauen Balken in die Mitte hinbiegt und andeutet, dass sie daherkommen. So we'll straighten those so that we can see the fossil evidence. Und deswegen mache ich diese Enden einfach gerade und dann passen sie zum Fossilbericht. And that looks like different kinds of creatures have always been different kinds of creatures. Und dann kann man diesem Fossilbericht entnehmen, unterschiedliche Grundtypen von Kreaturen sind immer unterschiedliche Grundtypen von Kreaturen gewesen. In that article from Dr. Gould, In diesem Bericht von Dr. Gould he said there are two characteristics to the fossil record. sagt er, dass es zwei Charakteristika gibt, die man aufgrund des Fossilberichts schließen kann. Abrupt appearance and stasis. Plötzliches Auftreten und Stillstand. By that he means Und damit meint er, the very first time that a creature appears in the lowest rock layer, das allererste Mal, dass eine Kreatur in der tiefsten Gesteinsschicht erscheint, it appears fully formed, fully functional, fully recognizable. da erscheint dieses Tier schon vollständig geformt, vollständig erkennbar, vollständig entwickelt. And as we come up through the rock layers, Und wenn wir dann uns hocharbeiten in den Gesteinsschichten, that creature basically stays the same. dann bleibt diese Kreatur grundlegend gleich. It might have longer legs or shorter legs. Das Tier hat jetzt vielleicht längere oder kürzere Beine, It might have a longer nose or a shorter es nose. hat vielleicht eine längere Nase oder eine kürzere Nase, But it's the same kind of creature. aber es ist immer noch die gleiche Art. Well, abrupt appearance and stasis is just another way of saying what God said. Nun, plötzliches Auftreten bzw. Stillstand
Das ist irgendwie nur eine andere Art, das zu sagen, was Gott sagt. Creation according to their kind. Erschaffung der Grundtypen. I want to show you this stasis. Ich würde euch diesen Stillstand. Here's a fossil dragonfly. Wir haben hier einen Fossilbefund, den Fossilbefund einer Libelle. Supposedly 200 million years old. Man geht davon aus, 200 Millionen Jahre alt. And yet it looks just like a modern dragonfly. Sie sieht aber genauso aus wie eine Libelle der heutigen Zeit. Here's an ant that supposedly hasn't evolved in 135 million years. Hier eine Ameise, die innerhalb der letzten 135 Millionen Jahre sich nicht weiterentwickelt hat. This sea creature, Oder dieses Meeresgeschöpf. supposedly 114 million years old. Man geht davon aus, 114 Millionen Jahre alt. Looks just like the nautilus swimming in the ocean today. Das sieht aber genauso aus wie die Meeresschnecke, die heute noch im Ozean schwimmt. And this crab hasn't evolved in 50 million years. Oder diese Krabbe, während der letzten 50 Millionen Jahre hat sie sich nicht weiterentwickelt. Well, no, more could be said. Sorry. More could be said. Es könnte noch mehr gesagt werden. But when we really look carefully at the fossil record, Wenn wir uns aber den Fossilbefund wirklich gründlich anschauen, it doesn't fit the evolution tree of life. dann bestätigt er den Lebensbaum der Evolution nicht. But it fits beautifully with what the Bible says. Aber der Fossilbefund bestätigt unheimlich gründlich und gut, was die Bibel sagt. So let's consider living creatures. Deswegen wollen wir uns jetzt lebende Kreaturen anschauen. Do they confirm what evolution says or what the Bible says? Was bestätigt die Forschung an Lebewesen, die Evolution oder die Schöpfung? And there is not any evolutionist on this earth Und es gibt keinen Evolutionisten auf dieser Erde, who would come to this scene on a beach in Florida der an einem Strand in Florida Folgendes sieht and say, isn't it amazing what time and chance and the laws of nature washed up on the shore? und der dann sagen würde, ist es nicht faszinierend, was Zeit und Zufall und Naturgesetze uns hier an der Küste entstehen ließen? They would all know this is the result of creative intelligence. Wir würden alle sagen, das ist das Ergebnis von kreativer Intelligenz. And you can see information here. Und hier finden wir sogar Informationen. You have the words, thank you Jesus, carved in the sand. Die Worte, danke Jesus, in den Sand eingraviert. And the art is communicating information. Wir sehen sogar Kunst, die etwas von an Informationen weitergibt. And then these pieces of paper have Bible verses on them. Dann sehen wir da sogar noch Papierstücke mit Bibelversen befüllt. And that's all the result of creative intelligence. Und das ist das Ergebnis von einem kreativen Verstand. There's a German scientist by the name of Werner Gitt. Es gibt einen deutschen Wissenschaftler mit dem Namen Werner Gitt. He is an expert on information theory. Er ist ein Experte in Bezug auf Informationstheorie oder der Informatik. And he was a director and professor at the German Federal Institute of Physics and Technology for over 25 years. Er war ein Professor an der Physikalischen Technischen Bundesanstalt in Braunschweig. And he is a Bible-believing Christian. Er glaubt an die Bibel und ist ein Christ. In this book about information, In diesem Buch über die Information he says, sagt er, es ist kein Naturgesetz, kein Prozess und kein Ablauf in der materiellen Welt bekannt, nachdem in der Materie Information von selbst entsteht. information doesn't come from matter. Information kommt nicht aus der Materie. It comes from a mind. Information kommt von einem Verstand. You're reading information Wenn du here, irgendwo Information liest, but the information isn't coming from any of the material in this wall. aber die Information entsteht nicht aus irgendwelchen Materialien aus der Wand heraus. The information isn't coming from the projector. Die Information kommt auch nicht von dem Beamer. There's nothing inside that projector that's produced that information. Nichts innerhalb des Beamers produziert diese Information. That projector is picking up an electronic signal from my computer. Dieser Beamer entnimmt elektronische Signale von meinem Computer. But there's nothing inside my computer that produced that information. Aber nichts in meinem Computer erzeugt diese Information.
I typed on my computer Ich habe auf meinem Computer geschrieben, to produce those images of German words. um genau diese Buchstaben mit deutschen Worten gefüllt, die deutsche Worte beinhalten. Well, how did I know what keys to push on my computer? Woher wusste ich, welche Tasten ich drücken muss auf meinem Computer? Well, I was reading Dr. Gitt's book. Ich habe das Buch von Dr. Gitt gelesen. And how did the information get into his book? Aber wie kam die Information in sein Buch? Well, you know, Ja, ihr wisst es. it was an explosion in a paper and ink factory. Das war nicht eine Explosion in einer Papier- und einer Tintenfabrik. That's supposed to be a joke, so. Das soll ein Witz sein, der Plan. No, Nein, the information came from Dr. Gitt's mind. die Information kam aus dem Verstand von Dr. Gitt. He typed on his computer, produced a manuscript, and sent it to the printer. Er hat auf seinem Computer geschrieben und hat dadurch ein Manuskript erzeugt und hat es dann den Verleger geschickt. Here you have some really nice clouds. Wir haben hier sehr schöne Wolken. They're the result of time and chance and the laws of nature. Sie sind das Ergebnis oder das Resultat von Zeit, Zufall und Naturgesetzen. But they don't convey any information. Aber sie vermitteln uns keine Information. But there's no evolutionist Es gibt aber keinen Evolutionisten, who believes those clouds are the result of time and chance and the laws of nature. der glaubt, dass diese Wolken das Ergebnis von Zufall und Zeit und Naturgesetzen sind. Some really smart scientists figured out to put smoke out of the airplane Ein ziemlich cleverer Wissenschaftler hat herausgefunden, wie man durch Dampf, der von einem fliegenden Flugzeug entströmt, and then some really smart pilot figured out how to spell in English. und ein ziemlich kluger Pilot, der hat es geschafft, diese Technik umzusetzen und dann hier in Englisch etwas an den Himmel zu schreiben. Here's some beautiful rocks. Wir sehen hier sehr schöne Felsen. They're the result of time and chance and the laws of nature. Sie sind das Resultat von Zeit, Zufall und Naturgesetzen. Wind and water beating against the rocks. Wind oder Wasser, das gegen den Felsen schlägt. But there's no evolutionist who believes that those are the result of time and chance and the laws of nature. Aber es gibt keinen Evolutionist, der sagt, dass diese Felsen das Resultat von Zufall und Zeit und Naturgesetzen sind. We recognize the difference between what nature produces and what intelligence produces. Wir erkennen den Unterschied zwischen dem, was die Natur entstehen lässt und zwischen dem, was Intelligenz oder Verstand entstehen lässt. We don't even think about it. Wir denken gar nicht darüber nach. So here you have some really complicated things. Hier hast du also einige ziemlich komplizierte Dinge. I've never seen those things come into existence. Ich habe nie zugeschaut, wie diese Dinge von selber entstanden sind. But I'm absolutely certain Aber ich bin mir sehr sicher, they're the result of a tornado blowing through a junkyard. dass sie das Ergebnis eines Tornados sind, der irgendwo in einem Vorgarten getobt hat. No, they're the result of creative intelligence. Auf einer Müllhalde getobt hat. Nein, das ist natürlich das Ergebnis von Intelligenz. But those things are simple Aber diese Dinge sind doch einfach. compared to the simplest living things. Im Vergleich zu dem einfachsten Lebewesen. That's not the simplest living thing, Das ist nicht das einfachste Lebewesen. but it is a microscopic insect. Aber es ist ein mikroskopisches Insekt, And it has compound eyes, das Augen hat, it has a complex mouth, einen sehr komplexen Mund. it has these hair-like structures. Wir sehen diese haarähnliche Struktur. There's nothing simple about this guy. Da gibt es nichts Einfaches an diesem Typen. And his DNA is even more complex. Und die DNS von diesem Typen, die ist sogar noch komplizierter. And unlike those things, Ganz anders als bei diesen Dingen. this guy and his wife can have babies. Dieser Typ und seine Frau, die können Kinder machen. And that's a whole other complicated process. Und das ist nochmal ein noch komplizierterer Prozess. Where does the information come from for making that creature? Woher kommt die Information, dieses Geschöpf zu machen? It comes from the DNA molecule. Es kommt von den DNS-Molekülen. The molecule in virtually every cell of your and my body. Diese Moleküle befinden sich an jeder Zelle deines und meines Körpers. And the cells of every plant and animal. Und in der Zelle von jeder Pflanze und jedem Tier. And just as the German language has 25, 26 letters, Und so wie die deutsche Sprache
26, 27 verschiedene Buchstaben. And you can combine those in different ways. Die kannst du unterschiedlich zusammensetzen, To make words and sentences and whole books of information. um Worte und Sätze und ganze Bücher gefüllt mit Informationen zu machen. So there's a biological language So gibt es eine biologische Sprache, made up of 4 letters represented by C, T, G, and A in English. die sich aus diesen 4 Buchstaben zusammensetzt, aus C, T, G und A. And they can be combined to make biological words, sentences, and books of information. Und diese unterschiedlichen Buchstaben können zusammengeführt werden, um biologische Informationen auszudrücken. And we'll talk about how that's all related to the question of origins after a break. Und nach einer Pause werden wir darüber sprechen, wie das in Verbindung gebracht werden muss mit der Frage nach dem Ursprung. Aber nach der Pause. Okay, we're talking about the DNA molecule. Wir hatten uns beschäftigt mit den DNS-Molekülen. And it contains the information for making living creatures. Wir haben gesagt, dass diese DNS-Moleküle die Informationen beinhalten, um lebende Kreaturen zu erzeugen. It works similar to the Morse code. Und zwar funktionieren sie ähnlich wie die Morse-Code. If you know that code, Das Morse-Alphabet, Entschuldigung. and you have a rope and some beads and rods, Wenn man das Morse-Alphabet kennt, dann kann man sich vorstellen, man hätte eine Leine, auf der sich Perlen und Stöckchen befinden oder Röhrchen. you can spell the word help. Dann könnte man das Wort Hilfe. And if you have a long enough rope and enough beads and rods, Und wenn die Schnur lang genug ist und du genügend Perlen und Stänkchen hast, you can spell the whole Bible, dann könntest du die ganze Bibel damit you can spell ausdrücken. the whole book of the origin of species. Und du könntest das ganze Buch, der Ursprung der Arten, damit schreiben. The rope and the beads and the rods don't produce the information. Diese Schnur und dann auch die Perlen und die Stänkchen drauf produzieren an sich die Information nicht. They simply carry the information in a coded sequence. Sie transportieren nur die Information durch eine Abfolge von Coden. And so DNA is like that. Und mit der DNS verhält es sich ähnlich. It's a coded sequence Es ist eine kodierte Abfolge, that carries the information for making plants and animals and people. die Information transportiert, um Pflanzen und Tiere und Menschen zu machen. And the DNA molecule is the most compact information storage system known to man. Das DNS-Molekül ist das komplexeste, menschlich komplexeste, das am meisten komplexe Informationszentrum, das Menschen bekannt ist. And it has been estimated Und man geht davon aus, man vermutet, that if you could take human DNA wenn man die menschliche DNS nehmen würde and pack it onto the head of a pin, und sie auf einen Nagelkopf stücken würde, that little area would contain 155 million human DNA molecules. also so komprimiert ist die Information, dass dieser kleine Nagelkopf ca. 155 Millionen menschliche DNS-Moleküle in einem Stecknadelkopf beinhalten wird. And they would carry the amount of information equivalent to Und die Information, die sich da drin befinden würde, wäre gleich mit a stack of books from the earth to the moon 240 times. einem Bücherstapel, der 240 Mal von der Erde zum Mond reicht. Or a stack of CDs 1,800 kilometers high. Oder ein Stapel von CDs, 1810 Kilometer hoch. That's an enormous amount of information. Das ist eine ganze Menge Information. And it determines whether you'll be a boy or a girl, Und in dieser Information ist beinhaltet, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, or whether you'll have brown hair or black hair or blonde hair, ob du braune oder schwarze oder blonde Haare hast, whether you be tall or short. ob du groß oder klein bist. All of that is coded in the DNA. All das befindet sich in diesem DNS-Code.
And you know what DNA stands for? Ihr wisst, wofür DNS steht. It stands for Das steht für deoxyribonucleic Sawyer. bitte selber lesen. Yeah. But that's way too difficult to remember. Aber es ist ziemlich schwer, sich das zu merken. It's even difficult to say. Und es ist noch schwerer, das auszudrücken. Much easier way to remember what DNS stands Es for. gibt einen einfacheren Weg, sich zu merken, wofür DNS steht. Definitiv nicht selbstkritisch. Because information doesn't come from matter. Denn Information kommt nicht aus der Materie. It can't create itself. Und Information kann sich nicht selbst erzeugen. That information comes from a mind. Information kommt von einem Verstand. Well, to explain the origin of living creatures, we have to answer two key questions. Um also den Ursprung von Lebewesen zu erklären, müssen wir zwei besondere Fragen, Schlüsselfragen beantworten. And the first one is, Die erste ist, where did the DNA information come from to make the first living cell? wie entstand die DNS-Information des angeblich allerersten Einzellers? In 1953, a famous experiment was done in Chicago. Im Jahr 1953 wurde ein sehr bekanntes Experiment in Chicago durchgeführt By a PhD student, Stanley Miller. durch einen durch einen Doktorand-Studenten, Stanley Miller, And his professor, Dr. Urey. gemeinsam mit ein Doktorand Stanley Miller mit seinem Professor Harold Urey. And this experiment is illustrated in many textbooks. Und dieses Experiment wird in sehr vielen Schulbüchern dargestellt. They combined some chemicals together that they thought were in the original atmosphere. Sie haben verschiedene Chemikalien zusammengeführt, von denen sie annehmen, dass sie in der Ursuppe sich befanden. They simulated an electric strike, lightning, Sie haben einen elektrischen Blitz simuliert and then they watched to see what would form. und haben dann beobachtet, was sich tut. And they produced some amino acids, Sie haben Aminosäuren dadurch produziert, but they produced both right-handed and left-handed amino aber acids. sie haben rechts- und linksdrehende Aminosäuren dadurch produziert. But in living creatures, there are only left-handed amino acids. Aber in Lebewesen befinden sich nur linksdrehende Aminosäuren. Right-handed would be fatal for life. Rechtsdrehende Aminosäuren wären zerstörerisch für das Leben. A lot of people thought they were just on the verge of creating life in the test tube. Und viele Menschen haben gedacht, man steht ganz kurz davor, Leben im Reagenzglas zu erzeugen. Supposedly by chance. Und zwar wahrscheinlich durch Zufall. But they weren't even close. Aber sie waren nicht wirklich nah. And Dr. Miller went on to spend his whole scientific career on this question. Und Dr. Miller hat fortgesetzt, seine ganze wissenschaftliche Karriere mit dieser Frage zu beschäftigen. He died in 2007 with no idea. Er starb im Jahr 2007 ohne eine Idee, ohne einen Clou davon. Paul Davies is a famous Australian astrobiologist. Paul Davy ist ein bekannter australischer Astrobiologist. ein Astrobiologe. Which is an interesting field of science. Und er beschäftigt sich mit einem sehr interessanten Gebiet der Wissenschaft. Because they study life in outer space. Denn was er studiert, ist Leben in anderen Atmosphären. But the Sorry? outer space, where the planets and Genau, stars are, in yeah. anderen Atmosphären. But they haven't found any life in outer space. Aber dort wurde bisher noch kein Leben gefunden. So they study life on Earth and imagine life in outer space. Also studieren sie das Leben auf dieser Erde und stellen sich das Leben in anderen Atmosphären vor. But he said this. Aber er hat Folgendes gesagt. Wie konnten dumme Atome plötzlich ihre eigene Software schreiben? Keiner weiß es. Es gibt kein bekanntes Naturgesetz, das die Erschaffung von Information aus dem Nichts ermöglicht. That sounds very similar to what Dr. Werner Gitt said. Das hört sich sehr ähnlich an wie das, was Dr. Werner Gitt sagt. But the evolutionists constantly tell the world
Aber die Evolutionisten erklären der Welt beständig, that creation scientists don't understand science, dass Schöpfungswissenschaftler keine Ahnung von Wissenschaft haben and they don't know what they're talking about. und dass sie nicht wirklich wissen, was sie sagen. Well, that's the first question. Nun, das war die erste Frage. Now, creationists can answer this easy Jetzt folgendes. Kreationisten können das sehr einfach erklären. because we have the infinitely intelligent, eternal Creator Denn wir haben den grenzenlos ewigen und weisen Schöpfer, who created not only the information, but that first single-celled creature. der nicht nur die Information erschuf, sondern auch diese erste einzellige Kreatur. But the evolutionists only have time and chance and the laws of nature. Die Evolutionisten haben Zeit und Zufall und Naturgesetze. And after over 7 decades of research, Und nach 7 Jahrzehnten der Forschung with hundreds, if not thousands of scientists mit Hunderten, vielleicht sogar Tausenden von Wissenschaftlern and millions of dollars, und mehreren Millionen von Dollars, they have no idea. haben sie noch keine Vorstellung. But let's assume, for the sake of argument, Aber aufgrund des Arguments, lasst uns einmal davon ausgehen, that somehow that first living cell came into existence by chance. lasst uns davon ausgehen, dass irgendwie dieser erste Einzeller durch Zufall entstanden ist. Well, then the second question is this. Dann würde aber die zweite Frage folgen. Wie wurde die DNS-Information in diesem ersten Einzeller modifiziert und erweitert, damit all die verschiedenen Pflanzen und Tiere, die wir heute im Fossilbericht und Leben sehen, möglich wurden? So, in other words, In anderen Worten, if you have that single-celled creature, wenn wir diesen Einzeller haben, how do you change and add to the DNA wie könntest du jetzt diese DNS etwas hinzufügen? to produce all the different plants and animals? Welche Änderungen haben dahin geführt, dass dann Pflanzen, Tiere und auch Menschen entstanden? In other words, how do you go from a bacterium to a bacteriologist? Wie gehst du also nochmal gesprochen in einem lustigen Satz von einem Bakterium bis zu einem Bakterienbiologen? And evolutionists have 2 main mechanisms: Und Evolutionisten haben dafür 2 Hauptmechanismen. natural selection Natürliche Selektion and random mutations. und zufällige Mutation. And we'll consider these ideas in order. Und wir wollen jetzt der Reihe nach diese Ideen bedenken. And the first thing we want to say is that natural selection is a fact. Das erste, was wir sagen möchten, jawohl, natürliche Selektion ist eine Tatsache. All creationists believe in natural selection if they're informed. Alle, die an die Schöpfung glauben, glauben auch an natürliche Selektion, wenn sie wirklich gut informiert sind. But natural selection is not evolution, Aber natürliche Selektion ist nicht Evolution. as I'm going to argue. Und das versuche ich zu beweisen. And natural selection is a conservative process, not a creative process. Und natürliche Selektion wirkt konservativ bewahrend und nicht kreativ. And the name even implies that. Und das sagt der Name an sich schon. Nature is selecting from what's already there. Die Natur wählt aus von Dingen, die bereits vorhanden sind. So, how does this work? Wie funktioniert das? Here is a chart from an evolutionist university textbook. Wir haben hier aus einem Universitätsschulbuch einen Überblick. And it shows on the outside the wild dogs, Und wir sehen hier außen die Wildhunde, and in the middle a representative of the domestic dog. und in der Mitte repräsentativ einen Zahmenhund, einen Haushund. And the arrows show that the wild dogs could breed with the domestic dog. Und dann sehen wir Pfeilen, die ausdrücken, dass diese Wildhunde mit dem gezähmten Hund sich kreuzen können. And wild dogs could breed with each other. Und auch die Wildhunde untereinander könnten gekreuzt werden. And creationists and evolutionists are in agreement Und sowohl Kreationisten als auch Evolutionisten stimmen darin überein, that this is the dog kind. das ist die Gattung des Canis, des Hundes. And that probably the first dog Und dass wahrscheinlich der erste Hund was something like a gray wolf.
so etwas wie ein grauer Wolf gewesen ist. And in the genetic code of those first dogs Und in dem genetischen Code dieses ersten Hundes, was the genetic information to eventually produce da war bereits die genetische Information, um daraufhin Folgendes zu produzieren. a coyote, Einen Coyote, a dingo, einen Dingo, a collie, einen Collie a bulldog, und einen Bulldog. Einen Bulldog. and eventually a poodle. Und sogar irgendwann einen Pudel. But you'd probably have to throw in a few thousand mutations to produce a poodle. Aber wahrscheinlich musst du da schon einige Mutationen, einige tausend Mutationen mit einbeziehen. But this is not evolution, Aber das ist nicht Evolution. because that process has involved a loss of genetic information. Denn in diesem Prozess ist ein Verlust von Erbinformation einbezogen. No new information was added to make a poodle. Keine neue Erbinformation wurde hinzugefügt, um zu einem Pudel zu gelangen. Now here's the most beautiful dog in the world. Das ist der schönste Hund in der ganzen Welt. It's my dog, Das ist mein Hund. Ergie. Erzie. And she is completely black. Und sie ist wirklich ganz schwarz. And a couple of years ago we mated her with Zeke. Vor einigen Jahren haben wir sie mit Sieg zusammengebracht und sie gedeckt. And he was totally black. Und auch Sieg war komplett schwarz. And Ergie had 7 puppies. Und Erzie hatte 7. 7 Welpen zur Welt gebracht. And she had 2 yellow, 2 chocolate, and 3 black. Ja, wie wir sehen, einige waren schwarz, andere schokoladenfarben und manche sogar gelb. Whoa, what's happening? Was ist hier passiert? This is not evolution. Das ist nicht Evolution. All the genetic information for yellow and chocolate Labradors Alle Informationen für schokoladenbraune und gelbe Labradore was in the DNA of Zeke and Ergie. war bereits in der DNS von Erzie und Sieg. And if we could mate Ergie over and over again, Und wenn wir Erzie weiter befruchten würden, she would never produce a green puppy, a pink puppy, or a blue puppy. sie würde nie ein grünes oder ein pinkes oder ein rosanes oder ein grünes. Because there's no genetic information for those Es colors. gibt keine genetische Information für diese Farben. Well, let's illustrate with hair length. Versuchen wir das durch die Länge der Haare oder des Fells zu illustrieren. Now, it's more complicated than this, Das ist etwas komplizierter als das, was ich hier beschreibe. but this illustrates the point. Aber ich glaube, dass der Punkt illustriert wird. Let's say that there's a gene for short hair and a gene for long hair. Gehen wir davon aus, es gibt ein Gen für kurze Haare und ein Gen für lange Haare. And they sometimes blend together to produce a medium effect, in this case, medium length hair. Und manches Mal kommen sie zusammen und was sich daraus ergibt, ist die Mittelhaarlänge. So if they have puppies, Wenn diese beiden jetzt Welpen haben, what will they have? was wird daraus entstehen? Well, if they have enough, Wenn sie genug haben, they'll produce some puppies that are short hair. dann werden sie manche Welpen mit kurzen Haaren haben. They get the short hair gene from mom and the short hair gene from dad. So, sie werden das Kurzhaargen von Papa und das Kurzhaargen von Mama bekommen. They'll produce some like mom and dad, Manche werden so aussehen wie Papa und Mama. because they get the short hair gene from mom and the long hair gene from dad. Die nehmen das Kurzhaargen von Mama und das Langhaargen von Papa. And then, if they have enough puppies, they'll get long-haired puppies. Und wenn sie genügend Junge haben, dann werden garantiert auch Langhaarige dabei sein. Now, this isn't evolution, Das ist aber nicht Evolution. because all the information for short and long hair was in mom and dad. Denn die ganze Information für kurze oder lange Haare, die war bereits in Papa und Mama. Now, suppose 2 dogs come off the ark, Stellen wir uns vor, 2 Hunde verlassen die Arche and they start to have babies, und sie vermehren sich. and those dogs start to follow their nose wherever they want to go. Und diese Hunde laufen ihrer Nase nach, wo immer sie hinwollen. And there are no fences in the world after the flood. Nach der Flut gab es keine Zäune auf dieser Welt. And so some of those dogs start to migrate from the Near East up to Europe. Also manche von ihnen, die verlassen den Nahen Osten und wandern hoch nach And Osten. the farther north they go, Und je weiter sie nördlich kommen, the colder it gets. desto kälter wird es. And pretty soon, the short-haired and medium-haired dogs
freeze to death. Und sehr schnell werden die Kurzhaarigen und die Mittellanghaarigen zu Tode frieren. And the long-haired dogs do just fine. Und die sich wohlfühlen, das sind die langhaarigen Hunde. They survive to the spring. Und sie überleben es bis zum Frühling. They have puppies. Und sie haben wieder Junge. But they only produce long-haired puppies. Aber das Einzige, was sie dann haben als Nachkommen, sind Langhaarige. Because they've lost the genetic information for short hair. Denn sie haben die genetische Information für kurze Haare verloren. The other happens with the dogs migrating to Africa. Was passiert mit denen, die es mehr in den Süden gezogen hat? It's getting hotter and hotter. Es wird immer heißer. And pretty soon those long-haired dogs can't cool themselves. Und irgendwann können die langhaarigen Hunde sich nicht mehr... They die of heat exhaustion. Und sie bekommen Hitzewallung und sterben. And the short-haired dogs think it's fantastic. Und die Kurzhaar-Hunde, die sagen, Mann, es ist toll. And they only produce short-haired dogs. Und auch sie haben Nachkommen, nämlich And the dogs that stay in the temperate zone, und was ist mit denen, die so in der Mitte sich aufhalten? they continue to produce lots of variety. Sie werden weiterhin unterschiedliche Nachkommen haben. So nature has selected the dogs with the right characteristic. Die Natur hat also die Hunde mit der passenden Eigenschaft ausgewählt, To survive and reproduce in a particular environment. um zu überleben und um zu reproduzieren in einer ganz bestimmten Umwelt. So natural selection can explain the survival of the fittest, Natürliche Selektion kann das Überleben des Stärkeren erklären, but it doesn't explain the arrival or creation of the fittest. nicht aber die Erschaffung des Stärkeren. But that's the real question. Was aber ja eigentlich die Frage ist, Where did dogs come from in the first place? woher kamen die Hunde ganz am Anfang? How do you get creatures with hair from creatures that don't have DNA information for hair? Wie entstehen Haare oder Tiere mit Haaren aus Lebewesen, in deren DNS es gar keine Information für Haare gibt? Now, in a creationist view, Aus Sicht eines Kreationisten, natural selection is the God-ordained plan or system natürliche Selektion ist der von Gott geplante Vorgang, so that his original created kinds would be able to survive in a changing world. um in einer gefallenen Welt die Nachkommen des ursprünglichen erschaffenen Grundtyps zu erhalten. And he wouldn't have to continually do miracles to keep it all going. Und Gott würde nicht immer wieder übernatürlich eingreifen, um das Ganze am Leben zu erhalten. So natural selection cannot explain how you can go from a bacterium to a bacteriologist. Natürliche Selektion kann nicht erklären, wie aus einem Bakterium ein Bakterienbiologe wird. It doesn't create new information. Denn sie erschafft keine neue Information. It only selects from information already in existence. Sie wählt nur aus unter Informationen, die es bereits geben muss. So what about mutations? Lass uns über Mutation sprechen. Do they produce the new information necessary for evolution? Können Mutationen die Information hervorbringen, die es braucht für die Evolution? Well, what's a mutation? Was ist eine Mutation? A mutation is a change in the DNA sequence. Eine Mutation ist eine Veränderung in der Abfolge der DNS. And there can be various causes of this. Und es kann unterschiedliche Ursachen dafür geben. For example, radiation causing a mutation, Zum Beispiel Bestrahlung kann zur Mutation führen or something else. oder irgendetwas anderes. But here's an example of a mutation. Hier haben wir das Beispiel für eine Mutation. A totally naked rooster. Ein völlig nackter Hahn. He would not do well in the wild. Es würde ihm in der Wildnis nicht besonders gut gehen. He would freeze. Würde frieren. He doesn't have feathers because of the mutation. Wegen Mutation hat er keine Federn. It caused a loss of genetic information. Also die Mutation hat zu einem Verlust von genetischer Information The geführt. information for making feathers. Nämlich zu dem Verlust der Information, die zu Federn. Here's another mutation. Hier haben wir eine weitere Mutation. I saw this alligator at a alligator preserve in Florida. In Florida in einem Reservat für Krokodile habe ich dieses Krokodil gesehen.
And it had white skin, white fingernails, and white eyes. Es hatte weiße Haut, weiße Fingernägel oder Krallen und weiße Augen. And the sign in front of his enclosure said, Und auf dem Schild vor diesem Gehege stand, this was the result of a mutation. das ist das Ergebnis von Mutation. And so he couldn't produce the pigment to make his skin green. Und deswegen konnte er die Farbpigmente, die er brauchte, nicht produzieren. He wouldn't do well in the wild Das würde ihm in der Wildnis nicht gut gehen, because he wouldn't be able to hide from what wants to kill him, denn er könnte sich nicht vor dem verstecken, was ihn töten möchte. and he wouldn't be able to hide from what he wants to eat. Und er könnte sich auch nicht verstecken, um zu jagen, was er essen möchte. So nature would select him out. Die Natur würde ihn aussortieren. So mutations sometimes cause a loss of genetic information, Mutation verursacht also manches Mal den Verlust von Informationen occasionally they cause a duplication of information, und manches Mal verursacht Mutation auch die Verdoppelung von Informationen. so this Chinese boy was born with 15 fingers and 16 toes. Und deswegen ist dieser chinesische Junge mit 15 Fingern und 16 Zehen zur Welt gekommen. That's not helpful. Das ist nicht besonders hilfreich. He had the genetic information for toes and fingers, Er hatte die genetische Information für Finger und für Zehen, but he made too many. aber er hat zu viel davon gehabt. And so doctors did surgery on him, Und deswegen mussten Ärzte ihn operieren. and he now has the right number. Und jetzt hat er die entsprechende Anzahl von Fingern und Zehen. These fruit flies have been the objects of evolutionary research. Diese Fruchtfliegen sind sehr oft Objekt von evolutionistischer Untersuchung gewesen. They bombard them with radiation Sie werden mit Bestrahlung bombardiert, to see what kinds of mutations they can produce. um zu sehen, welche Mutationen sich daraus ergeben. And they've produced fruit flies with fringed wings, Und so gibt es oder sind Fruchtfliegen mit gefransten Flügeln entstanden or little tiny wings, oder welche mit nur sehr kleinen, verkümmerten Flügeln or no wings at all, oder Fruchtfliegen ohne Flügel or legs growing out of their eyes. oder irgendwelche Beine, die aus den Augen herauswachsen. None of these are an improvement on the fruit fly. Aber nichts von den Mutationen hat am Ende zu einer nützlichen Veränderung, zu einer Bereicherung geführt. And if they let them out into the wild, Und wenn man diese Fruchtfliegen der Natur belassen würde, nature would select them out. dann würde die Natur sie ganz schnell aussortieren. They survive in the laboratory for research. Sie überleben vielleicht im Labor, wo sie für Untersuchungen aufbewahrt sind. But none of them is an improvement on the fruit fly. Aber keine von den Mutationen ist am Ende eine nutzbringende Sache gewesen. So mutations are a fact. Mutationen sind also eine Tatsache. All creationists believe in that. Alle Kreationisten glauben daran. But mutations almost always reduce the genetic information. Aber fast immer reduzieren Mutationen die Erbinformation. Sometimes it duplicates information Manchmal verdoppeln sie Informationen or shuffles or moves some information. oder sie vermischen Informationen bzw. sie sortieren sie ganz aus. But they have never been observed to produce new genetic information. Aber niemals verbessern sie die Erbinformation bzw. ihre Funktionen. To make new body parts or new body functions. Es wurde nie beobachtet, dass sie neue Körperteile oder neue Funktionen eines Körperteils produzieren. And this isn't hard to understand. Und es ist nicht schwer, das zu verstehen. If you had a desktop computer Wenn du einen ganz normalen Schreibtisch-PC hättest and you had a 2-year-old und du hättest ein 2-jähriges Kind and you said, Johannes, und du würdest sagen, David, Johannes, here is the computer tower. hier ist der Tower von dem PC. Here's a box of computer parts. Und hier ist eine Kiste mit lauter Bauteilen des Computers. You can change any part in the computer for any part in the box. Du kannst, egal welches Bauteil des Computers, austauschen mit irgendeinem anderen Bauteil aus der Kiste. And if Johannes could make changes like that, Und wenn Johannes es schaffen würde, irgendwelche Veränderungen hervorzubringen, would he eventually turn that computer into a laptop? glaubt ihr, dass er aus diesem Computer irgendwann plötzlich einen Laptop machen würde? No. Nein. He would probably kill the computer with the first change. Er würde wahrscheinlich durch die erste Veränderung, die er vornimmt,
den Computer zerstören. Random changes to an organized system don't improve the system. Zufällige Veränderungen, random changes to what? To an organized, complex Zufällige system. Veränderungen von einem komplexen System können nicht zur Verbesserung führen. That would never happen. Das würde niemals geschehen. Lee Spetner is a Jewish scientist. Ein jüdischer Wissenschaftler mit Namen Lee Spetner He's an expert on mutations. ist ein Experte in Sachen Mutation. He wrote this book, Not by Chance, Shattering the Modern Theory of Evolution. Er hat dieses Buch geschrieben mit dem Titel Not by Chance. Shattering the Modern Theory of Evolution. Ja, es geht darum, die moderne Idee der Evolution ins Wanken zu bringen. Nicht durch Zufall, heißt der Titel. And he said this. Er hat Folgendes gesagt. Alle Forschungen über Punktmutationen auf molekularer Ebene haben ergeben, dass sie die Erbinformation reduzieren und nicht vermehren. So, you have the DNA for an amoeba. Du hast also die DNS für eine Amöbe. It has all the information for making an amoeba. Die Information, um weitere Amöben zu produzieren, befindet sich drin. But it has no information for making legs or hair or a stomach. Aber die Information für Beine oder für Haare, für einen Magen, die fehlt. Horse DNA has that information. Pferdegene aber haben diese Information. And you can't make horse DNA Du kannst keine Pferde-DNS oder Pferdegene machen, by taking amoeba DNA indem du die DNS eines Pferdes nimmst. and copying it over and over again Indem du dann diese DNS der Amöbe einfach oft genug vervielfältigst. and every time you copy it you make a blind, purposeless mistake. Und jedes Mal, wo du es kopierst oder vervielfältigst, machst du einen zufälligen, blinden, nicht zielführenden Fehler. Now at this point, many evolutionists will say, An diesem Punkt würden jetzt einige Evolutionisten Folgendes sagen. yes, most mutations are problematic Ja, das stimmt. Die meisten Mutationen führen zu Problemen. or neutral. Oder sind einfach nur neutral. But they say Aber sie sagen, there are beneficial mutations. es gibt aber auch nützliche Mutationen. Now we have another slippery word, Und da haben wir einen sehr glitschigen Begriff, beneficial. nämlich nützlich. You've maybe heard this. Ihr habt es gehört, nützlich. Every so often in America we have in the newspaper, Sehr oft in den USA, in der Zeitung, evolution happening right before our eyes. da heißt es, Evolution geschieht genau vor unseren Augen. Bacteria in the hospital are developing resistance to antibiotics. Bakterien im Krankenhaus entwickeln sich dahin, dass sie dem Antibiotikum gegenüber resistent sind. As a result of a beneficial mutation. Und das ist das Ergebnis einer nützlichen Mutation. Well, that is happening, Ja, das stimmt, das passiert. but it's not evolution. Aber das ist nicht Evolution. Here's an example. Ich habe euch hier ein Beispiel. This bacterium causes sickness in humans. Dieses Bakterium verursacht Krankheiten bei Menschen. And doctors have learned how to kill this bacterium. Und die Ärzte haben gelernt, wie sie dieses Bakterium töten können. And they give the human patient the antibiotic. Sie geben dem menschlichen Patienten das entsprechende Antibiotikum, It's absorbed through the cell wall of the bacterium. das dann durch die Zellwände des Bakteriums aufgenommen wird. And scientists know that that bacterium produces an enzyme Und die Wissenschaftler wissen, dass dieses Bakterium ein Enzym entwickelt. and that enzyme will convert the antibiotic into a poison. Und dieses Enzym, das verändert das Antibiotikum oder entwickelt es zu einem Gift. And so that kills the bacterium. Und dieses Gift tötet dann das Bakterium. It's basically a form of assisted suicide. Das ist Beihilfe zum Selbstmord, könnte man sagen. But there are mutant H. pylori bacteria. Aber es gibt mutante H- oder Helicobacter pylori Bakterien. And they absorb that antibiotic. Und die nehmen auch dieses Antibiotikum auf durch ihre Zellwand. But because of a mutation, Aber wegen einer Mutation they can't make the enzyme, schaffen sie es nicht, das Enzym zu entwickeln. and so they can't convert it to a poison. Und deswegen
entsteht auch dieses Gift nicht in ihnen. So no enzyme, no poison, no death. Und ohne diesen Enzym gibt es kein Gift und auch keinen Tod. It has survived Also hat es überlebt. because of a mutation, Und zwar überlebt wegen einer Mutation. but it involved a loss of genetic information. Aber was grundlegend dafür war, war der Verlust von genetischer Information. So here's what happens. Was also passiert, ist Folgendes. The patient takes the medicine, Der Patient nimmt die Medizin ein it kills the normal H. pylori, und die Medizin tötet die normale H. pylori Bakterium, and the mutant survives aber das mutante H. pylori Bakterium überlebt. and has babies. Und es hat sogar Babys, also es vermehrt sich. And then the doctors have to figure out a different antibiotic to kill that. Und dann müssen die Ärzte sich Gedanken machen über ein anderes Antibiotikum, um das jetzt zu töten. But the mutant is not an improvement on the bacterium. Aber der Mutant ist keine Verbesserung des Bakteriums. And if they were both put out into the wild, Und wenn beide the natural world, der natürlichen Welt überlassen wären, the normal H. pylori would have the advantage dann würde der normale H. pylori den Vorteil haben, because it can make that enzyme. denn er kann dieses Enzym machen. And so the Bible tells us that we don't live in the original very good creation, Die Bibel sagt uns, dass wir nicht in der originalen guten Schöpfung leben, but that we now live in a world that has been ruined because of man's sin. sondern dass wir in einer Welt leben, die durch die Sünde des Menschen zerstört ist. And so, in a creationist view, Also aus Sicht eines Kreationisten mutations are the God-ordained consequences of Adam's sin. Aus Sicht eines Kreationisten könnte man sagen, Mutationen sind von Gott eingerichtete Konsequenzen, eine Folge des Fluchs nach dem Sündenfall. So, in the beginning, there were no mutations. Am Anfang gab es keine Mutation. There was no sickness, there was no death. Es gab keine Krankheit, es gab keinen Tod. Man sinned against God. Der Mensch hatte gegen Gott gesündigt. And that brought the judgment of God on the whole creation. Das hat das Gericht Gottes über die ganze Schöpfung gebracht. And mutations is one of the ways that God brings about death and disease and suffering. Mutationen sind eine der Arten, durch die Gott Leid und auch Krankheit und Tod auf diese Erde bringt. But in the future, Jesus is coming again. Aber Jesus wird in der Zukunft wiederkommen. And he's going to create a new heavens and a new earth, Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. where there won't be any more death and disease and suffering. Und dort wird es keinen Tod und keine Krankheiten, kein Leid mehr geben. And there won't be any mutations. Und da wird es keine Mutationen mehr geben. So, two different views for the origin and history of life. Zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen zum Ursprung des Lebens. And when we really look carefully at the evidence, Und wir müssen uns die Beweise oder die sehr genau anschauen. the evolutionary tree doesn't fit the facts. Der Lebensbaum der Evolution wird nicht bestätigt durch die Fakten. Evolutionists use unclear words like evolution, beneficial mutation. Evolutionisten benutzen Worte, die nicht sehr klar sind, wie das Wort Evolution Beneficial mutation. oder eben nützliche Mutation. And they give examples of variation within a kind Und dann geben sie Beispiele von Variationen innerhalb eines Grundtypen. and say that if we have enough time, Und dann sagen sie, wenn wir nur genug Zeit haben, we can change one kind into a different kind. dann können wir aus einem Grundtypen einen neuen entstehen lassen. But everything that we know about genetics, Aber alles, was wir über die Gene wissen, and when we really look carefully at the fossil evidence, und auch wenn wir ganz gründlich auf den Fossilienbericht schauen oder auf die Beweislage, die sich aus dem Fossilbericht ergibt, it fits beautifully with the creation view. dann entspricht das sehr schön den Tatsachen dieser Sicht der Schöpfung. But most people don't know that Aber die meisten Leute wissen das gar nicht. because in your country and in my country Denn in eurem Land und auch in meinem Land and in virtually every country in the world, und in fast jedem anderen Land der Erde, evolution is taught as absolute scientific fact
wird Evolution gelehrt als wissenschaftlich belegt. And scientists and teachers will not allow any contrary ideas. Und Wissenschaftler oder Lehrer lassen es gar nicht zu, dass man widersprechende Ideen einbringt. But think about that for a minute. Aber denkt doch bitte eine Minute über Folgendes nach. That is totally contrary to the way all the other sciences work. Das ist eine komplett andere Art, wie Wissenschaft sonst funktioniert. In all the other sciences, In allen anderen Wissenschaften, scientists are encouraged to ask new questions, da werden Wissenschaftler ermutigt, neue Fragen zu stellen. to explore new angles. Die Dinge aus einer neuen Betrachtungsweise heraus zu entdecken. But in the teaching on origins, Aber in der Lehre über den Ursprung it's not allowed. ist es nicht erlaubt. But if evolution is really scientific fact, Wenn aber Evolution wirklich der wissenschaftlichen Tatsache entsprechen würde, evolutionists should welcome questions. dann sollten Evolutionisten jede Frage willkommen lassen. They should encourage their students to ask Sie questions. sollten ihren Studenten Mut machen, Fragen zu stellen. But evolution can't stand in the free marketplace of ideas. Aber in der freien Marktwirtschaft der Ideen kann Evolution nicht bestehen bleiben. It has to be protected. Deswegen muss sie geschützt bleiben. And that's done by calling creationists names, Und das geht zum Beispiel, indem man Kreationisten in Verruf bringt or removing them from their teaching positions. oder indem man sie komplett ihrer Lehrstühle entledigt. I just heard there was a German scientist just a very short time ago. Ich habe gehört, dass vor einer kurzen Zeit ein deutscher Wissenschaftler, He was an expert on the certain kinds of fossils. er war Experte in Bezug auf eine gewisse Art von Fossilien. He'd been an evolutionist most of his scientific career. Die längste Zeit seiner wissenschaftlichen Karriere ist er Evolutionist gewesen. And he has recently come to reject evolution. Und jetzt ist er zu der Überzeugung gekommen, dass er die Evolution ablehnen muss. As far as I know, he doesn't yet believe what the Bible says about origins. Ich wüsste nicht, dass er auch über den Ursprung, der in der Bibel beschrieben wird, informiert ist oder daran glaubt. But Wikipedia erased his page, Aber die Wikipedia hat seine Seite bereits gelöscht, oder die Information über ihn. and he lost his job at the Natural History Museum. Und er hat seinen Beruf am naturalistischen Geschichtsmuseum verloren. If evolution was true, they wouldn't have to do that to somebody. Wenn Evolution wahr wäre, dann müssten Evolutionisten nicht so auf jemanden reagieren, der eine andere Überzeugung gewinnt. So in conclusion, Was wollen wir also abschließend sagen? natural selection is a fact. Natürliche Selektion ist eine Tatsache. Mutations are a fact. Mutationen sind eine Tatsache. But natural selection plus mutations equals microbiologist evolution. Aber natürliche Selektion plus Mutation ist gleich Einzeller zu Mensch-Evolution. That's not a fact. Und das ist keine Tatsache. That's actually a myth, Das ist eigentlich ein Märchen. masquerading as science. Und man tut der Wissenschaft Gewalt an. And I conclude that for these reasons. Und aus folgenden Gründen komme ich zu diesem Schluss. Regarding the origin of the first living cell, In Bezug nehmend auf den Ursprung der ersten lebenden Zelle. information doesn't come from matter. Information entsteht nicht aus Materie. But the evolutionists deny that there is a mind outside the universe. Aber die Evolutionisten, die leugnen, dass es einen Verstand außerhalb des Universums gibt. And as far as evolution in the past, Und in Bezug auf die Evolution der Vergangenheit, there are no indisputable transitional fossils. gibt es keine unwiderlegbaren Übergangsfossilien. There's just a handful of highly debatable examples. Es gibt eine Handvoll von sehr anfechtbaren Hinweisen. And as far as evolution happening in the present, Und in Bezug auf Evolution, die jetzt in der Gegenwart stattfindet, nature doesn't produce new information. die Natur erzeugt keine neue Information. It only shuffles existing information, Es würfelt nur bestehende Informationen durcheinander or it loses information. oder es verliert Information. Well, what about the question microevolution versus macroevolution? Aber die Frage ist ja nicht, Mikroevolution oder Makroevolution. If we just have a little bit of change,
wenn wir nur eine ganz kleine Veränderung haben. But we have a long period of time, Aber wir haben sehr viel Zeit, in der diese kleine Veränderung stattfindet. we can make a big change. Dann können wir aus dieser kleinen Veränderung eine große Veränderung machen. But the issue is not the amount of biological change. Es geht aber nicht um das Ausmaß der biologischen Veränderung. The issue is the origin and addition of genetic information. Das Problem ist die Herkunft und die Zunahme von Informationen im Erbgut. So most of the scientists today say everything came from a single-celled creature. Die meisten Wissenschaftler heute würden sagen, alles kommt aus einer einzigen Urzelle, Ehrenwort. God said, I created different kinds of creatures to reproduce after their kind. Gott sagt, ich erschuf verschiedene Grundtypen und sie bleiben auch unterschiedlich, Ehrenwort. And these are just some of the reasons why I believe real science confirms what the Bible says. Und das ist einer der Gründe dafür, dass ich glaube, dass wirkliche Wissenschaft bestätigt, was die Bibel sagt. But I know that I can't convince any of you in this room in 1 hour. Ich weiß, dass ich niemanden von euch innerhalb von einer Stunde überzeugen kann. So I want to encourage you to think about this some more. Aber ich möchte euch Mut machen, weiter darüber nachzudenken. And we have a couple of resources to help you think about it. Wir haben verschiedene Quellen, die euch dabei helfen können, darüber nachzudenken. This book answers a number of questions that I have encountered in every country I have gone to. Dieses Buch beantwortet manche der Fragen, denen ich in jedem Land, in das ich bisher gereist bin, begegnet bin. And that will give you an opportunity to think about these things some more. Dieses Buch wird dir die Möglichkeit geben, tiefer darüber nachzudenken. And then this book is written by a German theologian. Dieses Buch ist von einem deutschen Theologen geschrieben. Looking at the first 11 chapters of Genesis. Und zwar betrachtet es die ersten 11 Kapitel aus 1. Mose. Which explains not only the creation of living creatures. Und dort wird nicht nur die Entstehung der Lebewesen beschrieben, but the origin of death. Sondern den Ursprung des Todes. The origin of marriage. Den Ursprung der Ehe. The origin of language. Den Ursprung der Sprache. The origin of people groups. Den Ursprung verschiedener Völker. And the world-changing flood in the days of Noah. Und vor allen Dingen die Flut, die die ganze Welt während der Tage Noahs verändert hat. And the Bible makes it clear that these chapters are history. Die Bibel macht deutlich, diese Kapitel beschreiben Geschichte. And Christians need to understand that history. Christen müssen diesen Teil der Geschichte verstehen. And non-Christians need to seriously consider that history. Und Menschen, die noch nicht glauben, sollten diesen Teil der Geschichte ganz intensiv und ernst betrachten. Darwin was not there millions of years ago. Darwin war vor Millionen von Jahren nicht anwesend. No evolutionist was there to see the first fish walk onto the land. Kein Evolutionist war anwesend, als der erste Fisch Füße bekam und auf der Erde spazierte. Or the first reptile to take off into the air. Oder als das erste Reptil begann zu fliegen. Or an ape to change into a human. Oder als aus einem Affe ein Mensch wurde. But the Bible is the book that the Creator himself has written through human authors. Aber die Bibel ist das Buch, das der Schöpfer selber durch menschliche Autoren geschrieben hat. And God was there for all those events. Und Gott war bei all diesen Ereignissen anwesend. You can buy those books separately or you can get them together at a reduced price. Die Bücher, über die ich gerade gesprochen habe, könnt ihr einzeln kaufen oder auch im Set und dann spart ihr einige Euro. If you read English, I'd encourage you to go to our website. Wenn ihr Englisch lest, dann möchte ich euch Mut machen, auf unsere Homepage zu gehen. We have about 10,000 articles. Wir haben an die 10.000 unterschiedliche Artikel. And a good search engine. Oder Berichte und eine gute Suchmaschine. And we have 4 books called the Answers books. Und wir haben 4 Bücher, die werden betitelt die Antwortbücher. Together they answer the 130 most asked questions. Und zusammen beantworten diese 4 Bücher die 130 meistgestellten Fragen. What about dinosaurs? Zum Beispiel, woher kommen die Dinosaurier? What about carbon dating? Carbon 14. Ja genau, oder über die Zeitberechnung, Zeitbestimmung durch die C14-Methode. Or the other radiometric dating methods. Oder andere radiometrische
Datierungsmethoden. And there's a chapter on natural selection and a chapter on mutations. Es gibt ein Kapitel über natürliche Auswahl, über ein Kapitel über Mutation. Is there biblical evidence for a global flood? Gibt es biblische Hinweise für eine globale Überflutung? What about geological evidence? Wie sieht es aus mit den geologischen Hinweisen? And you can download those books or read them online. Diese Bücher kann man sich downloaden oder man kann sie auch online lesen. And we also have a technical section. Und wir haben ein Fachgebiet. And their creation scientists publish their research. Und Wissenschaftler, die an die Schöpfung glauben, veröffentlichen dort ihre Untersuchungen. Because evolutionists don't allow creationists to publish their research in the evolutionist journals. Denn die Evolutionisten erlauben es den schöpfungsgläubigen Wissenschaftlern nicht, ihre Erkenntnisse in ihren Journalen zu veröffentlichen. Well, let me correct that statement. Aber diesen Satz muss ich ein bisschen korrigieren. They do allow them to publish their scientific research in the journals. Sie erlauben, dass ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihren Zeitschriften veröffentlicht werden. As long as that research doesn't have anything to do with the question of origins. Solange das Ergebnis ihrer Untersuchung nichts mit der Frage des Ursprungs zu tun hat. Which tells you that there's a prejudice. Und das drückt aus, es gibt dort ein Vorurteil. And then I'd encourage you to pick up a little brochure. Und dann möchte ich euch Mut machen, euch so einen Prospekt mitzunehmen. If you're a Christian, wenn du gläubig bist, wenn du Christ bist. There is a small group of Christians here in Germany. Es gibt eine kleine Gruppe von Christen hier in Deutschland, that are dreaming and praying of building a creation museum here in Germany. Die denken darüber nach und beten dafür, so ein Museum, das die Schöpfung unterstützt oder belegt und darstellt, zu erstellen. Not as big as the one we have built, but nicht so groß wie das, was wir gebaut haben. I would encourage you to become informed and pray for that and support it. Aber ich möchte euch Mut machen, euch darüber zu informieren und dafür zu beten und das zu unterstützen. But let me finish with a couple of verses from the Bible. Ich möchte mit einigen Versen aus der Bibel abschließen. In the New Testament, the Apostle Paul wrote, Im Neuen Testament schrieb der Apostel Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. The fingerprints of God are all over his creation. Die Fingerabdrücke Gottes sind überall in seiner Schöpfung zu finden. If a person doesn't see it, wenn jemand das nicht sieht, it's not because he can't. Dann ist es nicht, weil er es nicht kann, it's because he won't. Sondern weil er nicht möchte. It would be like me looking at my computer. Das wäre wie wenn ich meinen Computer anschaue and concluding. Und ich würde zum Schluss kommen. There's no such thing as an Apple company. Es gibt nicht sowas wie eine Apple Company. This is just made by chance. Das ist Ergebnis des Zufalls. But God's creation is screaming God's existence. Aber die Schöpfung Gottes strahlt die Existenz Gottes aus oder beleuchtet die Existenz Gottes. And because He is God. Und weil er Gott ist. And because He gave us life. Und weil er uns das Leben gegeben hat. And He has blessed each of us in many ways. Und weil er jeden von uns auf unterschiedliche Art gesegnet hat. We owe Him our thanks and our worship. Deswegen schulden wir ihm unseren Dank und unsere Anbetung. And God sees our sin problem. Gott sieht auch das Problem unserer Sünde. And He has done something about that. Und er hat etwas vorsorgend dafür getan. He sent His only Son, the Lord Jesus Christ. Er hat seinen Sohn, den Jesus Christus, auf die Erde gesandt. Und es steht in Johannes 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Although I grew up in a church-going family, obwohl ich in einer Familie aufwuchs, die in die Kirche ging,
I never heard a clear presentation of the gospel until the end of my first year at the university. Wurde mir das Evangelium nie wirklich klar erklärt bis zu dem ersten Jahr an der Universität. And then I understood clearly my sin problem. Und erst dann habe ich klar verstanden, dass ich ein Problem durch meine Sünde habe. And I understood the death and resurrection of Christ. Und ich habe verstanden, was der Tod und die Auferstehung von Jesus Christus bedeuten. At least enough to know this, Zumindest genug, um Folgendes zu wissen. that if I admitted my sin Wenn ich meine Sünde bekennen würde and that I deserved God's judgment, und wenn ich verstehen würde, dass ich das Gericht Gottes verdient habe, but I put my trust in Jesus Christ aber wenn ich mein Vertrauen auf Jesus Christus legen würde and His death and His resurrection for me, und daran, dass er für mich gestorben und für mich auferstanden ist, that I would be forgiven. dass ich dann Vergebung erfahren würde, I would be given new life, dass ich dann ein neues Leben von dem Schöpfer empfangen würde, eternal life, ein ewiges Leben, and He would change my life. dass er mein altes Leben verändern würde. And He has done that. Und das hat stattgefunden in meinem Leben, das hat er getan. I'm more aware of my sin today than I was in 1972. Heute bin ich mir viel mehr meiner Sündhaftigkeit bewusst als damals 1972. But I am more convinced than ever of the truth of the Bible Aber heute bin ich mehr überzeugt als je zuvor über die Wahrheit der Bibel and that Jesus is who He said He was. und dass Jesus wirklich der ist, der er behauptet hat zu sein. The way, the truth, and the life. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. And no one comes to the Father except through Him. Und dass ohne ihm, außerhalb von ihm, niemand zurück zu Gott dem Vater kommen kann. And so if you're a Christian tonight, Wenn du hier sitzt und Christ bist, I want to encourage you to believe God's Word ich möchte dir Mut machen, Gottes Wort Glauben zu schenken. right from the very first verse. Und zwar auch gleich beim allerersten Vers. And if you're not a Christian, Wenn du kein Christ bist, I want to urge you to consider what you've heard tonight ja, ich würde dich gerne beknien, mach dir Gedanken über das, was du heute gehört hast. and be honest with yourself. Sei mal ganz ehrlich mit dir selbst. Is this world really an accident? Ist diese Welt Ergebnis eines Unfalls? Are you just a glorified animal Bist du nur ein irgendwie verherrlichtes, schöner gewordenes Tier, that will die someday das irgendwann stirbt? and you'll never know you existed? Und dann wirst du nie mehr über deine vergangene Existenz nachdenken? Or is the Bible true Oder stimmt die Bibel? when it says that He has put eternity in our hearts? Die Bibel, die sagt, dass Gott die Ewigkeit in dein Herz gelegt hat. Thank you for your attention. Danke für eure Aufmerksamkeit.